So, Freunde des guten Essens, da sind wir wieder. Heute gibt es was aus meiner Heimat oder aus unserer Heimat. Wir haben uns überlegt, wir machen heute mal einen bergisches Kartoffelmöhren untereinander. Ist eigentlich ein ganz simples Rezept mit frischer Bratwurst. Die isst man bei uns klassisch dazu. Das heißt, wir haben 2,5 Kilo Kartoffeln, geschält, geschnitten, schon ins Wasser gelegt. Dann habe ich ungefähr 1,2 Kilo Möhren, auch geschnitten in so Stücke, das reicht vollkommen. Schälen, klein schneiden, die kommen dann direkt zu den Kartoffeln ins Wasser. Dann kommt da Salz dran. Ich würde sagen, wir machen mal 3 Teelöffel dran und schmecken das nachher ganz ab. So, 3 Teelöffel. Und das Ganze setzen wir jetzt einfach auf den Herd und lassen es kochen. Ich tippe mit den Kartoffeln, da ich sie was kleiner geschnitten habe, so ungefähr 15 bis 20 Minuten, weil wir daraus nachher mit dem Kartoffelstampfer ein Püree machen werden mit den Möhren drunter. Aber wir sehen uns jetzt gleich am Herd und dann geht's weiter. So. Wie gesagt, die Kartoffeln schälen, klein schneiden, ins Wasser, Möhren ungefähr 1 Kilo, schälen, klein schneiden, mit zu den Kartoffeln, ab auf den Herd, ungefähr 15 bis 20 Minuten garen lassen. Ihr wisst, wie ihr Kartoffeln kocht. Wenn die gar sind, einmal reinstechen und dann merkt ihr ja, dass die gar sind. Und das ganze Rezept ist jetzt für 6 Personen gedacht heute. Ihr könnt das natürlich auch ein bisschen runterrechnen. Wenn ihr 1 Kilo Kartoffeln nehmt, nehmt ihr 500 Gramm Möhren dazu. Dann habt ihr für 2, 3 Personen oder 4 Personen, wenn es nicht so richtige Vielesser sind. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Wir lassen das kochen. Sobald die gar sind, melde ich mich zurück und dann geht es ans Stampfen. So, während wir auf die Kartoffeln und Möhren warten, dass die garen, braten wir schon mal unsere frischen Würstchen an. Wie gesagt, das sind grobe Bratwürste. Und dann nehmen wir schön Butterschmalz in die Pfanne. Das reicht. So. Lassen das Ganze heiß werden. Und die braten wir jetzt an, bis kurz bevor die wirklich gar sind. Dann packe ich die um und dann schmeiße ich die in den Backofen. Dann können die warm bleiben, während ich warm gehalten werden bei 80, 90 Grad, während ich dann gleich den Kartoffelpüree stampfe. So, und los geht's mit den Würstchen. So, die braten wir jetzt fertig. Wenn die fertig sind, sehen wir uns wieder. So, die Würstchen sind jetzt soweit, dass wir sie in den Backofen legen können zum Warmhalten. Und die sollen halt schön braun außenrum sein, schön kross. So ist es genau richtig. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, unsere Kartoffeln sind jetzt gar. Die schütte ich jetzt ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Kartoffeln sind gar, die Möhren auch. Es ist abgeschüttet. Ne? Deckel drauf, Handtuch, ausschütten, Feierabend. So, jetzt machen wir das Ganze zu einem Püree. Dafür brauchen wir Butter, viel Butter. Ich würde sagen, wir fangen mal mit 125 Gramm an. Das sind auch 2 Kilo Kartoffeln, ne? 2,5 Kilo Kartoffeln, also da muss schon vernünftig was Butter dran. So, das sollte erstmal reichen. Dann haben wir Muskat, frisch gerieben.
Auf die Menge so eine Viertel Nuss. Wenn ihr habt, könnt ihr auch Pulver nehmen, halb so wild. Dann kommt dran Salz. Ich mache jetzt mal 2 Teelöffel für den Anfang. Und dann gucken wir nachher, ob das reicht beim Abschmecken. Dann haben wir hier 500 Milliliter Milch. Die schütten wir einfach da rein. Nicht alles. Ich würde mal so 200 Milliliter zurücklassen. Oder 100. Und dann fangen wir an, das Ganze zu stampfen. Das ist eigentlich bei dem Essen der meiste Aufwand. Ja. Und die Butter schmilzt jetzt schön da rein. Es gibt auch Leute, die machen die vorher flüssig. Da bin ich aber kein Freund von, weil diese Butter kalt mit runtergerührt wird. Dann gibt die den ganzen Püree nachher auch mal so eine richtige Sämigkeit und auch einen guten Stand. So, ich muss mal die Brille ausziehen, dann sehe ich hier gleich gar nichts mehr. Jetzt könnt ihr auch sehen, dass die Möhren so richtig schön mit zerstoßen werden und sich klein matschen lassen. Und das gibt echt mit der Kartoffel zusammen einen super Geschmack nachher. So, da kann aber noch ein bisschen Butter dran. Wenn ihr das nicht mit Butter machen wollt, könnt ihr es natürlich mit Margarine machen. Ich rate aber davon ab, weil Margarine ist kein tolles Lebensmittel. Mal kurz die Hände waschen. So, dann machen wir noch dran Pfeffer. Macht das nach Geschmack. Das darf ruhig so eine ganz leichte Pfeffernote haben. Zu viel würde ich nicht dran machen. So, und dann nochmal durchstampfen. Und ich möchte das Ganze noch etwas cremiger haben, deswegen mache ich noch ein bisschen Milch dazu. Dann werden das so insgesamt 400 Milliliter Milch gewesen sein, die wir zugeführt haben. Ihr könnt natürlich auch Sahne nehmen, das schmeckt noch besser. Aber dann habt ihr das auch sofort auf den Hüften. Wenn ihr die Gabel in den Mund steckt, ist das sofort auf der Hüfte. Deswegen nehmen wir lieber Milch. So, fertig. Einmal abschmecken. So sieht's aus. Herrlich. Wenn es euch gefallen hat, kocht's nach. Freuen uns riesig über ein Abo und gutes Gelingen. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.